und herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde, zu einem etwas anderen Video. In diesem Video geht es nämlich darum, wie ich meinen alten Tillerbaum, wo man noch die Sehne arretieren kann, umbaut zu einem Tillerbaum, wo nun eine Rolle zum Einsatz kommt, sodass ich den Bogen stetig an einem Seil ziehend auslenken kann. Viel Spaß beim Video! So, alle Nägel sind draußen und auf beiden Seiten habe ich auch nochmal mit dem großen Planhobel ein wenig Oberfläche nachbearbeitet, sodass das ein bisschen schicker aussieht. Als nächstes möchte ich ganz gerne hier oben diesen Ausschnitt noch etwas tiefer gestalten, damit der Bogen dann da im Endeffekt nicht wieder rausrutschen kann. Das heißt hier, dieser Keil, der soll einfach etwas tiefer und größer ausgeschnitten werden. Das passiert mit einer Säge. Ich habe mir das Ganze natürlich vorher einmal angezeichnet. Ist immer ganz gut, wenn man eine grobe Ahnung von dem hat, was man macht. Nicht so wie bei den Schrauben im Bogenvideo hier. Das habe ich ja nun tatsächlich ein bisschen verhauen. Das Projekt wird hoffentlich besser werden hier. So, die Aufnahmegabel oben für den Griff eines potenziellen Bogens ist soweit fertig. Ich habe auch hier unten schon in passender Höhe durch den kompletten Tillerbaum hier ein Loch längs durchgebohrt und werde jetzt mit einem kleinen Seil hier diese Umlenkrolle dort befestigen. Da gibt es natürlich viele Methoden, wie man das machen kann. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ich diese Umlenkrolle eben mit einer Schlaufenkonstruktion eben hier dran befestige, sodass die sich dann hier auch schön frei bewegen kann. Und auf der anderen Seite wird das Ganze dann einfach arretiert, indem ich hier hinten ein wenig einen kleinen Bolzen quasi in dieses Loch hineinlege und das Seil sich von der anderen Seite, wo dann der Knoten sitzt, gar nicht mehr da durchziehen kann. Genau, das ist so das, was ich vorhabe, und dazu muss ich jetzt natürlich als erstes mal ein wenig Seil hier unten ablenken. Gut, das sollte jetzt bombenfest halten. Auf der einen Seite habe ich, wie gesagt, auch einen Keil dort reingeschlagen, so einen Bolzen, der das Seil festklemmt, und das Seil liegt danach auch noch mit einer Schlaufe über diesem
Bolzen, von daher sollte da eigentlich nichts dran zu rütteln sein. Wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen fester dran ziehe, ich halte das für patent. Auch wenn es, wie gesagt, sicherlich bessere Methoden gibt, das jetzt zu befestigen. Für schnell mal eben und vor allem ohne großes Equipment ist das eigentlich eine ganz gute Lösung, denke ich. Ja, dann können wir mal ausprobieren. Jo, wie ihr seht, hat man jetzt die Möglichkeit, vor der Leinwand hier hoffentlich, wenn das alles so klappt, aber es sieht ganz gut aus, einen Bogen einlegen zu können. Und das machen wir natürlich jetzt auch nochmal. Gut, das, was mir jetzt hier unten zur Hand war, ist natürlich jetzt auch ein sehr altes Modell. Jetzt habe ich hier dran einen kleinen Karabiner zum Klippen. Zack. Aha. Da fällt einem schon auf, damit man den Punkt beibehält, wenn man das jetzt loslassen würde. Ja, dann seht ihr, was passiert. Dafür müsste man sich also eigentlich noch was überlegen. Am besten irgendwie so einen Clip, bei dem das Ganze nicht hin und her rutschen kann. So mal drauf rum überlegen, was man da machen kann. Ansonsten muss man das eben so auf Spannung halten hier. Und jetzt Richtung Kamera laufen. Dann kann man jetzt hier schön schauen, ja, wo biegt er sich nicht. Wie ihr seht, ich kann jetzt auch von der seitlichen Position das Seil ziehen und den Bogen somit auslenken. Das ist für mich natürlich nicht vorteilhaft. Ich stehe jetzt ziemlich blöd, um den Bogen zu betrachten und zu gucken, wie der sich biegt oder wie der sich nicht biegt. Allerdings ist das für die Kamera ganz gut. Wenn ich hier stehe, dann kann ich gegebenenfalls etwas dazu sagen und trotzdem von dieser Richtung hier den Bogen auslenken. Das gefällt mir also eigentlich ganz gut. Ja, unten die Rolle lässt sich also nahezu 180 Grad. Ich stehe jetzt hier, würde ich mal sagen, ganz genau bei 0 Grad. Hier wären es 90 Grad und auf der anderen Seite dann eben 180 Grad. Um diesen Kreis und diesen Halbkreis lässt sich das Ganze eben auslenken. Und ich denke, damit habe ich auch mein Ziel erreicht, dass ich nämlich einen funktionablen Tillerbaum habe, um später dann in verschiedenen Bauprozessen auch live zeigen zu können, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß beim Nachbauen, falls ihr auch sowas haben möchtet. Die Materialien hier, Seil und Umlenkrolle, haben ungefähr 10 Euro gekostet. Das ist, denke ich mal, für jedermann erschwinglich. Geht vielleicht sogar günstiger, wenn man gebrauchte Teile nimmt. Macht's gut, bis denn.